Der Amazonas ist kein Paradies, sondern ein Ort, an dem das Leben mit Instinkt und Mut erkauft wird. Jedes Lebewesen hier, vom Leoparden über den Harpyenadler bis hin zum Riesenotter, ist ein stiller Krieger, der jeden Tag um sein Überleben und den Fortbestand seiner Art kämpft. Amazonas, das Überlebensgebiet der Krieger. Der Amazonas-Regenwald öffnet sich in der stillen Morgendämmerung wie eine lebendige Märchenwelt. Das schwache Licht der Morgendämmerung fällt durch das dichte Blätterdach und zeichnet ein schillerndes Bild der unberührten Natur. Tausende von Lebewesen erheben gemeinsam ihre Stimmen, Vögel singen, Insekten summen, Blätter rascheln. Alles zusammen ergibt eine wilde Symphonie, die niemals aufhört. Inmitten dieser Kulisse taucht ein Lebewesen auf, still und leise. Es brüllt nicht, es droht nicht. Nur ein flüchtiger Blick aus den hohen Baumkronen. Die großen bernsteinfarbenen Augen reflektieren die ersten Sonnenstrahlen und strahlen Wachsamkeit und Schlauheit aus. Es ist ein Amazonas-Margay, eine selten gesehene Wildkatze, die jedoch immer wie ein geheimnisvoller Schatten in der Höhe präsent ist. Der Amazonas-Margay leopardus vd, auch Margay genannt, ist eine der wenigen Katzenarten, die ausschließlich auf Bäumen leben. Mit seiner geringen Größe und einem Gewicht von nur 3 bis 4 Kilogramm wirkt der Margay zerbrechlicher als andere Raubtiere. Dahinter verbirgt sich jedoch ein ganzes Arsenal an evolutionären Anpassungen. Sein geflecktes Fell macht ihn zwischen Baumrinde und Blättern fast unsichtbar. Sein langer, buschiger Schwanz dient nicht nur zum Halten des Gleichgewichts, sondern auch als Steuerruder, um zwischen den Ästen zu manövrieren. Besonders bemerkenswert ist, dass Margays Halsgelenk um 180 Grad gedreht werden kann. Eine in der Katzenwelt seltene Eigenschaft, die es ihm ermöglicht, seinen Kopf so beweglich wie ein Affe zu bewegen. Heute Morgen ist es auf der Jagd. Auf einem über 15 Meter hohen Ast duckt sich der Margay und verschmilzt fast mit der Baumrinde. In der Ferne sucht eine Baumratte im Laub nach reifen Früchten. Sie ahnt nicht, dass ein Raubtier sie beobachtet. Der Margay bewegt sich langsam und leise, als würde er den Ast nicht berühren.
Seine Ohren sind leicht gespitzt, seine Augen sind fest auf seine Beute gerichtet. Kein Brüllen, kein Tropfen Blut. Nur absolute Präzision, Geduld und Effizienz. Wie viele solcher Arten gibt es noch im Amazonas-Regenwald, die wir noch nie gesehen haben, deren Namen wir nicht kennen, die aber dennoch kämpfen, überleben und sich an den dünnen Fäden des Lebens in diesem Ökosystem festhalten. Als Magai im Schatten verschwindet und nur ein leichtes Rascheln hinterlässt, hält der Zuschauer den Atem an. Er kam wie ein Schatten und verschwand wie ein stiller, stolzer Geist, den niemand benennen kann. In den höchsten Baumkronen des Amazonas-Regenwaldes, wo das Sonnenlicht gerade durch das dichte Blätterdach dringt, ertönt ein Schrei, der wie ein Hornruf in der Stille widerhallt. Es war kein Alarmruf, sondern der Ruf einer Mutter der Harpie, Symbol für Macht und Stolz am Himmel Südamerikas. Harpie harpia oder Harpyie ist eine der größten und stärksten Raubvögel der Welt. Mit einer Flügelspannweite von fast 2 Metern grauweißem Gefieder und bis zu 13 Zentimeter langen Krallen kann der Harpyenadler Beutetiere wie Affen oder Faultiere mit einem einzigen präzisen Schlag zu Boden bringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Adlerarten, die in offenen Landschaften leben, jagt der Harpyenadler in dichten, unübersichtlichen Wäldern, was ihm eine hohe Fluggeschicklichkeit und außergewöhnliche Kraft abverlangt. Hinter ihrer furchterregenden Erscheinung verbirgt sich eine hingebungsvolle Mutter. Sie legt jeweils nur ein Ei und jagt abwechselnd mit dem Männchen, um ihre Jungen fast 2 Jahre lang aufzuziehen. Eine ausdauernde, aber riskante Überlebensstrategie in den Tiefen des Waldes. Wenn die Jungvögel ihr Federkleid bekommen, bringen die Eltern ihnen das Fliegen und Jagen bei. Von den ersten unbeholfenen Flügelschlägen bis zum selbstbewussten Fliegen über den Wald ist diese Reise voller Herausforderungen, aber auch ein Beweis für den starken Überlebenswillen. Der Harpyenadler gilt nicht nur wegen seiner Kraft und seinen scharfen Krallen als eine der gefährlichsten Adlerarten, sondern auch wegen seiner Fähigkeit, sich in dichten Wäldern, wo Geschwindigkeit, Präzision und überragende Geschicklichkeit gefragt sind, auf Beutejagd zu begeben. Leider ist dieser Stolz durch Abholzung und Jagd bedroht. Aufgrund ihrer langsamen Fortpflanzung ist jedes Adlernest ein Wunder. Der Verlust der Harpyie bedeutet nicht nur den Verlust einer Vogelart, sondern auch den Zusammenbruch eines wichtigen Glieds in der Ökosystemkette des Amazonas.
Der Harpienadler ist ein Symbol für das Gleichgewicht zwischen Kraft und Sanftmut, zwischen Herrschaft und Opferbereitschaft, das mit dem zerbrechlichen Ei auf der Spitze des hohen Baumwipfels beginnt. In einem mit Lianen bewachsenen Ast liegt ein Dreifinger-Faultier, zusammengerollt, still wie ein altes, noch nicht abgefallenes Blatt, fast regungslos. Diese Tiere sind der Inbegriff der Gelassenheit. Jeden Tag legen sie nur wenige Dutzend Meter zurück. Ihre langen, gekrümmten Krallen ermöglichen es ihnen stundenlang, sogar tagelang, ohne Ermüdung an Ästen zu hängen. Ihr Körper ist mit Moos und Algen bedeckt, wodurch sie sich perfekt vor Raubtieren tarnen können. Faultiere ernähren sich hauptsächlich von Blättern, eine sehr nährstoffarme Kost, deren Verdauung bis zu einer Woche dauert. Aber gerade diese Langsamkeit ist in einer Umgebung, in der schnelle Bewegungen oft mit hohen Risiken verbunden sind, von Vorteil. Allerdings macht sie ihre Langsamkeit auch zu einer leichten Beute. Hoch oben, in den Baumwipfeln, braucht der Harpienadler nur einen Blick, um die Faultiere zwischen den Blättern zu entdecken. Wenn er sich auf sie stürzt, dreht sich das Dreifinger-Faultier blitzschnell um, streckt seine scharfen Krallen aus und stößt einen leisen Schrei aus, der seinen Feind jedoch zurückweichen lässt. Der Adler kreist und fliegt dann davon. Faultiere sind jedoch nicht nur ein Symbol für Trägheit. Sie sind die stillen Gärtner des Amazonas-Regenwaldes. Sie verbreiten Samen über ihren Kot, bieten Insekten Lebensraum und sorgen für einen anderen Lebensrhythmus inmitten der Hektik der Natur. In dieser scheinbar rauen Welt zeigt sich die Mutterliebe der Faultiere auf sanfte, aber beständige Weise. Bei jeder Geburt bekommt die Faultiermutter nur ein Junges. In den ersten 6 Monaten klammert sich das Jungtier fest an die Brust seiner Mutter, wo es rund um die Uhr gewärmt und beschützt wird. Die Mutter bewegt sich vorsichtig und schützt ihr Junges mit jeder langsamen Bewegung. Bei Gefahr rollt sie sich zusammen und schützt ihr Junges mit ihrem Körper. An einem ruhigen Flussarm, wo dichte Büsche das Ufer säumen und das Wasser in der Mittagssonne sanft plätschert, beginnt eine Familie riesiger Otter mit der Errichtung ihres Territoriums. Das Oberhaupt der Otterfamilie kriecht an Land, schnüffelt an Baumstämmen und Steinen und markiert jedes Gebiet mit seinem charakteristischen Duft, der aus den Duftdrüsen unter seinem Schwanz austritt. Eine wortlose Erklärung, dass dieser Ort bereits vergeben ist. Hinter ihm tauchen nach und nach die kleineren Tiere auf Weibchen und Jungtiere, die ihm alle aufmerksam folgen. Sie beginnen unter den Wurzeln der Bäume am Ufer Höhlen zu graben, die ihnen als Nachtquartier und als Schutz vor Raubtieren dienen. Sie stoßen lange, hohe, entschlossene Schreie aus, die wie ein Signal klingen.
Die Otterfamilie ist bereit, sich dieses Flussstück zu eigen zu machen. Riesenotter Pteronura brasiliensis sind mit einer Länge von bis zu 1,8 Metern die größten Otterarten. Sie leben in Gruppen von 4 bis 10 Tieren, meist ein Elternpaar mit mehreren Generationen von Nachkommen. Im Gegensatz zu den gewöhnlichen Ottern, die eher verspielt sind, sind Riesenotter echte Krieger und Meister der Teamarbeit unter Wasser. Sie jagen in Gruppengleiten mit beeindruckender Geschwindigkeit durch das Wasser und teilen sich manchmal die Aufgaben wie das Treiben, das Abblocken und den Hauptangriff. Ihre Hauptnahrung sind glatte Fische, Zitteraale und manchmal sogar Krokodilkinder. Die Mahlzeiten sind nicht einfach, aber für die Gruppe nicht unüberwindbar. Jeden Morgen verlassen die Otter ihre Erdhöhlen, tauchen in den Fluss und beginnen mit der Jagd. Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern erfolgt nicht nur über Blicke, sondern auch über eine Vielzahl von Lauten, Pfeifen, Zischen, leises Knurren und sogar lange Warnrufe, wenn Gefahr droht. Und tatsächlich lauert ständig Gefahr. Im Amazonas sind schwarze Alligatoren und Jaguare 2 gefürchtete Raubtiere, die eine ständige Bedrohung darstellen. Aber die Riesenotter sind nicht allein. Wenn sie einer Gefahr gegenüberstehen, fliehen sie nicht, sondern umzingeln gemeinsam den Feind, schreien laut und greifen sogar so mutig an, dass selbst die Alligatoren sich zurückziehen müssen. Unter der scheinbar friedlichen Wasseroberfläche sind die Riesenotter nicht nur Jäger, sondern auch ein Symbol für Familie, Taktik und Mut in der wilden Natur. Unter den feuchten, vermodernden Blättern des Amazonas-Regenwaldes strömt nicht nur eine Handvoll, sondern Hunderttausende schwarzer Ameisen. Es sind Armeeameisen, Eciton bocelli. Sie haben keinen festen Bau, sind unermüdlich und leben wie Nomaden. Alle paar Wochen zieht die ganze Kolonie weiter und bildet einen lebenden Bau, in dem sie sich unter einem Baum zusammenballt. Auf der Jagd verteilen sie sich fächerförmig. Die Soldaten mit ihren messerscharfen Kiefern gehen voran und greifen jedes kleine Lebewesen an Insekten, Würmer, sogar Jungvögel oder Babyschlangen. Innerhalb weniger Minuten wird die Beute zerfetzt und verschwindet. Obwohl sie unerbittliche Raubtiere sind, spielen Armeeameisen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Sie helfen, schädliche Insekten zu kontrollieren und bieten den Vögeln, die dem Schwarm folgen, Nahrungsmöglichkeiten. Sie sind winzig und lautlos, aber wenn sich ein Ameisenschwarm bewegt,
muss der ganze Wald ihnen Platz machen. Auf einem großen mit Wasser gefüllten Blatt mitten im Amazonas-Regenwald bewegt sich eine giftige Pfeilgiftfrosch vorsichtig vorwärts. Auf ihrem Rücken, fest an ihrer metallisch-blauen Haut festgeklammert, sitzt ein winziges Froschlöffelchen, das erst vor wenigen Stunden aus dem Ei geschlüpft ist. Ihre Reise beginnt still und voller Gefahren. Dendrobates tinctorius, eine der typischen giftigen Pfeilgiftfrösche, ist nur etwa 3-5 cm lang, enthält aber Batrachotoxin, ein extrem starkes Nervengift, das einen Menschen mit nur einer Berührung töten kann. Die leuchtende Haut in blau-gelb, orange oder rot dient nicht der Tarnung, sondern ist eine klare Warnung für Feinde. Ich bin nicht essbar. Ich bin der Tod. Unter dieser giftigen Haut verbirgt sich jedoch ein überraschender Vaterinstinkt. Nachdem die Eier auf der Unterseite feuchter Blätter geschlüpft sind, trägt das Männchen jedes einzelne Jungtier auf seinem Rücken eine geduldige und vorsichtige Aufgabe. Jeden Tag durchquert er den dichten Wald, klettert auf Baumstämme und sucht nach kleinen Wasseransammlungen in Blattachseln oder Baumhöhlen, wo die Jungtiere sicher aufwachsen können. Aber die Reise ist noch nicht zu Ende. In den folgenden Tagen kehrt die Mutterfrosch zurück, um weitere Eier zu legen, die die einzige Nahrungsquelle für die Jungtiere sind. Im schwachen Licht, das durch das Blätterdach fällt, erscheint das Bild der kleinen Kröte mit ihrem Rücken, der Leben und Gift trägt wie ein seltsames Symbol, ein Lebewesen, das tödlich sein kann, aber auch sanft genug, um zu beschützen. Mitten im dichten Amazonas-Regenwald blitzen zwei goldene Augen im Dickicht auf. Leise und geschmeidig wie eine Rauchwolke gleitet ein Jaguar, Panthera onca, über den mit Laub bedeckten Boden. Kein Geräusch, keine Spur, nur ein goldgefleckter Schatten, der zwischen den knorrigen Baumstämmen und dem feuchten Schilf auftaucht und wieder verschwindet. Mit seinem kräftigen Körperbau, seinen extrem starken Kiefern und seinen messerscharfen Krallen ist der Jaguar die größte Katzenart Amerikas und der Spitzenpredator in der Nahrungskette des Amazonas. Im Gegensatz zu anderen Katzen, die normalerweise in die Kehle beißen, sticht der Jaguar direkt in den Schädel und beendet das Leben seiner Beute innerhalb von Sekunden. Ihre Beute sind Affen, Faultiere, Riesen, Otter und sogar Kaimane. Aber niemand in diesem Wald fürchtet sich mehr vor ihnen als die Capybaras. An einer seichten Stelle des Flusses grasen Capybaras friedlich und planschen im Wasser. Die
großen, aber sanftmütigen Tiere, die größten Nagetiere der Welt, ahnen nicht, dass nur wenige Meter entfernt ein Jaguar regungslos liegt und seine gelben Augen auf ein Jungtier gerichtet hat, das sich von der Herde entfernt hat. Die restliche Herde ist spurlos verschwunden und der Flussabschnitt kehrt zu seiner trügerischen Ruhe zurück. Es gibt keinen Sieg, keinen Ruhm, nur das kalte Gesetz des tiefen Waldes. In einer Welt, in der es keine anderen Gesetze als das Überleben gibt, muss der Leopard nicht brüllen. Er lebt allein, tötet in Stille und herrscht mit absoluter Präzision. Unter seiner gelb gefleckten Haut verbirgt sich ein ganzes Ökosystem, das bei jedem Blick, jedem Schritt und jedem Schatten des Todes erzittert. Im Amazonas trägt jedes fallende Blatt einen Atemzug des Lebens mit sich. Von der Margeikatze, die sich an einen Ast klammert, über den Harpienadler, der seinen Blick über die Baumkronen schweifen lässt, bis hin zu den giftigen Pfeilgiftfröschen, die ihre Jungen auf dem Rücken tragen, den riesigen Fischkatzen, die gemeinsam kämpfen, oder den Leoparden, die wie goldene Schatten zuschlagen. Sie alle sind unverzichtbare Glieder in der Symphonie der Wildnis. Aber diese Symphonie wird immer leiser. Jeder gefällte Baum, jeder verschmutzte Fluss ist ein stiller Schrei im Wald, ein Lebewesen, das sein Zuhause verliert, ein Lebensrhythmus, der unterbrochen wird. Wenn der Mensch mit seiner Gier das Herz des Amazonas berührt, ist das Ergebnis nicht nur ein biologischer Verlust, sondern die Zerstörung des Lebens auf diesem Planeten. Der Amazonas muss nicht großartig gemacht werden, er ist es bereits. Was er braucht, ist Zuhören, Respekt und den Willen der Menschen, ihn zu schützen. Denn wenn die Flecken verschwinden, wenn die Rufe der Otter verstummen, wenn die Augen der Harpien nicht mehr durch das Blätterdach blicken, dann ist der Wald zwar noch da, aber der Amazonas mit all seiner Pracht ist nur noch eine leere Hülle. Nachtwächter der Prärie.
Luangwa gleich zu Beginn der Regenzeit, einem feuchten Seidengemälde, das zum Leben erwacht. Die Blätter glänzen vom Wasser, der Boden ist weich geprägt von den Fußspuren wilder Tiere. Der Wind weht durch die Miombo-Bäume und trägt den Duft von feuchter Erde und verrottendem Holz mit sich. Graue Wolken ziehen langsam darüber hinweg und spiegeln sich in den Pfützen am Boden wie zerbrochene Spiegel des Himmels. Inmitten dieser Szenerie schreitet ein Wesen lautlos voran, Zuri, eine erwachsene Leopardin, geschmeidig und einsam. Ihre Schritte sind eine Mischung aus Anmut und Vorsicht, wie ein Teil des Waldes. Auf ihrem Rücken sind tiefschwarze Muster wie leuchtende Tintenpunkte, verstreut verschwimmen im jungen Gras und der Dunkelheit. Zuri ist in der Endphase der Schwangerschaft. In ihrem Bauch wird eine neue Generation geboren. Sie bringt Hoffnung, aber auch die Gefahr der unerbittlichen Wildnis mit sich. Der Himmel ist noch nicht ganz hell und der Nachtregen fällt noch sporadisch. Zuri verließ ihr Nest, eine tiefe Felsspalte unter einem uralten Affenbrotbaum. Fast 2 Tage lang hatte sie gefastet. Die Wehen begannen sich zu verstärken, doch ihr Instinkt riet ihr zu essen, um Kraft für die Geburt zu sammeln. Diesmal zielte sie nicht auf die übliche Beute wie Antilope oder Hase. Der Boden war zu rutschig zum Jagen. Zuri wandte sich dem kleinen Bach in der Nähe des Nestes zu, wo die leisen Strömungen Welse mit sich trugen, einen langlebigen und nahrhaften Fisch. Zuri drängte sich dicht ans Wasser, die Ohren gespitzt, die Muskeln leicht angespannt. Jedes Geräusch wurde analysiert, ein leises Platschen unter Wasser. Ohne zu zögern fuhren scharfe Scheren aus, ein präziser Fang. Der große Wels wurde hochgezogen und spritzte Wasser auf. Zuri hielt ihn fest, ließ ihn nicht entwischen, dann biss sie in seinen Nacken, ein schnelles, lautloses Ende. Sie aß nicht viel, gerade genug, der Rest wurde in der Nähe des Baumes vergraben. Zuri kehrte zum Nest zurück. Ihr Instinkt sagte ihr, dass die kleinen Geschöpfe heute Nacht geboren werden würden. Zuris verstecktes Nest lag tief in einer winddichten Felsspalte verborgen unter den Wurzeln eines großen Baumes. Darüber bildete das Laub ein natürliches Dach und schützte sie vor Regen und den Blicken anderer Raubtiere.
Als es dämmerte, wurden die Wehen stärker. Zuri atmete schwer, drehte sich um und stöhnte leise. Sie schrie nicht laut, die Leopardin gebar in absoluter Stille wie ein stilles Gebet an den grünen Wald. Nach fast einer Stunde des Kampfes unter biologischen Schmerzen wurden die beiden Jungen geboren. Sie waren winzig nass mit schmutzigem Fell und noch nicht geöffneten Augen. Zuri leckte ihre Körper sauber und hielt sie dicht an ihren Bauch. Haut an Haut, die Wärme strömte lautlos wie ein unterirdischer Strom. Die ersten Momente des Lebens vergingen wie Nebel. Draußen war der Wald noch voller Vögel und Insekten, doch in der Felsspalte schien die Zeit stillzustehen. Eine Woche verging und die Jungen begannen zu krabbeln, unsicher, aber neugierig. Zuri beobachtete jeden Schritt und führte sie geduldig. Sie brachte ihnen bei Gerüche zu unterscheiden, den Atem anzuhalten, wenn der Wind die Richtung änderte und sich zu ducken, wenn sie seltsame Geräusche wahrnahmen. Jede kleine Handlung enthielt das genetische Erbe tausender Leopardengenerationen zuvor. Doch die Natur ist nie für immer sanftmütig. Einmal entdeckte eine Gruppe Grünmeerkatzen Lebenszeichen in der Nähe einer Felsspalte und schrie laut. Zuri musste ihre Jungen nachts in ein Versteck führen, eine überflutete Schlucht überqueren und dann in einem Busch Schutz suchen, bis die Gefahr vorüber war. Das Morgenlicht fiel durch die nassen Blätter und spiegelte sich auf dem Boden wie verstreute Goldflocken. Der Nebel hing noch in der Luft und verlangsamte alles. Doch Zuri konnte nicht langsamer werden. Drei Tage waren seit der Geburt der Jungen vergangen, und obwohl ihr Mutterinstinkt sie in ihrer Nähe hielt, überkam sie der Überlebenswille. Die Jungen brauchten Milch und Zuri Energie. Sie leckte jedem Jungen zur stillen Erinnerung über die Stirn und entfernte sich dann leise von der Spalte. Kein Laut, kein Zögern. Ihr Körper, jeder Muskel, bewegte sich rhythmisch unter ihrem gefleckten Fell. Sie war wieder in ihrer vertrautesten Rolle, der Mörderin im Dunkeln. Zuri machte sich auf den Weg zu einer Lichtung, etwa 1 Kilometer vom Nest entfernt, wo sich Impalas wie sie wusste morgens zum Grasen und Taulecken versammeln würden. Die Brise war sanft perfekt für einen Hinterhalt. Sie ließ sich nieder, jeder Schritt so leicht wie ein Gleiten über verrottendes Laub. Im Schatten eines Baumes blieb sie stehen. Vor ihr lag eine Lichtung und dort graste eine Antilope etwa 60 Meter entfernt.
Ihre Ohren zuckten ständig wachsam, doch der Wind ließ nichts ahnen. Sie war immer noch ein Geist im Wald. Zuri hatte es nicht eilig. Sie presste sich dicht ans Gras und wartete auf die perfekte Gelegenheit. Ihr Herz schlug langsam, ihr Atem war leicht, jeder Muskel spannte sich an. Zuri klammerte sich an ihren Rücken und biss ihr fest in den Nacken. Eine schnelle, saubere, unblutige Aktion. Die Jagd war in Sekundenschnelle vorbei. Sie hielt die Beute fest und ließ sie dann langsam los, schwer atmend. Ihre Augen waren nicht kalt, sondern still natürlich, wie das Leben im Wald. Zuri packte die Antilope am Hals und zerrte sie in den Schatten einer alten Akazie. Mit ihrem schlanken Körper und der Kraft eines Leoparden begann sie zu klettern. Ihre Krallen klammerten sich an die Rinde. Jeder Muskel spannte sich an, um ihr doppeltes Gewicht zu tragen. Nur noch wenige Meter bis zur Sicherheit des waagerechten Astes. Plötzlich brach ein morscher Ast unter ihren Füßen. Zuri rutschte hinunter. Das Geräusch war nicht laut, aber in der Savanne war jedes Geräusch eine Neuigkeit. Ein Rudel Hyänen, das bereits dem schwachen Blut in der Luft folgte, beschleunigte plötzlich. Im Bruchteil einer Sekunde tauchten sie aus dem entfernten Gebüsch auf. Eine sich bewegende schwarze Gestalt, schnell und dicht wie Rauch, der sich näherte. Zuri stieß ein kurzes Zischen aus, kein Brüllen, sondern eine Warnung, und kauerte sich über den Kadaver. Doch die Hyänen waren übermächtig. Sie umkreisten sie mit blitzenden Augen und lauerten auf eine Gelegenheit. Eine von ihnen kam näher, zog sich dann aber schnell zurück, als Zuri mit einem scharfen Hieb angriff. Aber sie wusste, dass sie nicht lange durchhalten konnte. Zuri war eine Einzelgängerin, keine Rudelkriegerin. Nach wenigen Minuten musste sie auf einen nahegelegenen Ast springen und ihre Beute zurücklassen. Die Hyänen stürzten sich auf sie, ohne ein Wort der Gnade.
Zuri blickte vom Baum herab, nicht wütend, nicht verzweifelt. Nur kaltes Schweigen, instinktiv wie ein Gepard. Sie hatte ihre Mahlzeit verloren. Aber nicht das Wichtigste, ihr Leben. Als die Hyänen sich zurückgezogen hatten, sprang sie hinunter und kehrte leise zum Nest zurück. Die beiden Jungen schliefen noch zusammengerollt in der Sicherheit von Steinen und Moos. Sie legte sich neben sie und ihr Atem normalisierte sich wieder. Heute war ein Misserfolg, doch morgen würde Zuri erneut in die Dunkelheit treten. Denn im tiefen Wald ist jeder Misserfolg eine Lektion, jede Lektion ein Schritt vorwärts, im einsamen, aber großartigen Leben des Leoparden. Der östliche Himmel erstrahlte allmählich in einem blassen Rosa, die ersten Sonnenstrahlen fielen durch die niedrigen Bäume und sanft auf die noch taufeuchte Steppe. Der Morgenwind war kalt, der Geruch von Erde und Baumwurzeln lag in der Luft, friedlich und voller Leben. In der stillen Felsspalte begannen sich die beiden Leopardenjungen zu regen, die Geräusche waren leise wie Atmen. Doch die Leopardenmutter Zuri war nicht mehr da. In einem endlosen Kreislauf hatte sie das Nest verlassen, als es noch dunkel war, so still wie die Nacht, die sich aus dem Laub zurückzieht. Zuri schritt über das feuchte Gras, jeder Schritt war geräuschlos. Die letzte Nacht war ein Misserfolg, doch Leoparden leben nicht in der Vergangenheit. Sie sind die Gegenwart, der Puls des Augenblicks. In der Senke am Waldrand graste eine Herde Impalas, subjektiv und langsam, weil sie die Gefahr noch nicht spürten. Ein Jährling blieb zurück. Und genau in diesem Moment blieb Zuri stehen und presste sich in das hellgelbe Gras, sodass ihr ganzer Körper mit der Landschaft verschmolz. Sie packte ihre Beute mit ihren kräftigen Kiefern und kletterte dann schnell auf eine nahe Akazie. Diesmal wählte sie sorgfältig starker Stamm, breite, hohe Äste. Keine Fehler mehr. Ihr erstes Frühstück seit 3 Tagen Hunger. 3 Meter über dem Boden hängend, sicher vor Hyänen und anderen Opportunisten.
Von oben schien die Morgensonne durch das Blätterdach und beleuchtete den goldenen, mit Blüten übersäten Körper wie einen perfekten, natürlichen Abdruck. Zuri lag neben ihrer Beute, leckte ihr ruhig das Fell und hob gelegentlich den Kopf, um zum fernen Horizont zu blicken, wo ihr Nest lag. Kein Gebrüll, kein Angeben, nur ein Morgen voller Überlebensgeist, Leben um zu beschützen, Leben um zu lieben. Als das frühe Morgenlicht durch das dichte Laub zu sickern begann, weckte Mutter Zuri sanft ihre beiden Jungen, die sicher zusammengerollt in einer Felsspalte lagen. Draußen in der Serengeti erwachte langsam ein neuer Tag. Vögel zwitscherten, der Wind wehte sanft durch das goldene Gras und die Luft war erfüllt von einem seltenen Gefühl des Friedens. Zuri führte ihre beiden Jungen langsam aus dem Schatten und folgte einem kleinen Pfad zu einer großen Grasfläche, wo sie sich ausgeruht und nach Beute Ausschau gehalten hatte. Dies war das erste Picknick des Jungen in seinem Leben, nicht nur zum Spaß, sondern auch um sich an den Lebensraum zu gewöhnen, dem sie später allein begegnen mussten. Die beiden Jungen trennten sich schnell, um die Welt auf ihre eigene Weise zu erkunden. Das Männchen, das Verspieltere, entdeckte einen Akazienstamm, der sich zum Gras neigte. Er war sofort fasziniert. Mit unbeholfenen, aber entschlossenen Hüpfern klammerte es sich an die raue Rinde und versuchte mit Krallen und kleinen Füßen hinaufzuklettern. Nachdem es einige Male heruntergerutscht war, setzte es schließlich seinen ersten Schritt auf einen niedrigen Ast. Dort streckte es sich aus und beobachtete mit neugierig leuchtenden Augen das Grasland unter sich. Das weibliche Junge blieb derweil unten und genoss das hohe Gras und die seltsamen Geräusche. Es jagte einem Schmetterling hinterher, hüpfte über den rissigen Boden und rollte sich im weichen Gras zusammen. Jede Bewegung war ein Spiel, jedes Geräusch ein neues Geheimnis, das es unbedingt erkunden wollte. Zuri griff nicht ein. Sie lag in der Nähe und beobachtete aus der Ferne jede Bewegung. Die Augen ihrer Mutter ließen den Blick ihres Kindes nicht los. Für sie waren diese Momente kostbar. Sie waren die ersten Grundlagen für Unabhängigkeit, die ersten Bausteine für den Überlebensinstinkt eines einzelgängerischen Raubtiers. Als der Nachmittagswind nachließ, gab die Leopardenmutter ein leises Geräusch von sich. Die beiden Jungen hörten auf zu spielen und wandten sich sofort ihrer Mutter zu. Die erste Lektion war vorbei. Doch in ihrer Erinnerung sollten eine weite Wiese, ein schiefer Baumstamm und ein sonniger Morgen der Beginn wichtigerer Lektionen sein. Über die Jagd, über Gefahren und darüber, wie man in dieser riesigen Steppe überlebt. Als die Trockenzeit begann, der Wind Feuchtigkeit hereinbrach und die Steppe ein neues grünes Fell anlegte, begann offiziell die Paarungszeit der Leoparden.
Die ersten Regenfälle der Saison belebten nicht nur die Vegetation, sondern weckten auch uralte Instinkte in jedem einzelnen Tier. Auch in Zuri, einer alleinerziehenden Mutter, die ihre ersten Monate der Aufzucht zweier willensstarker Jungtiere gewidmet hatte. Doch Zuri war nicht mehr jung. In der Wildnis war die Paarungszeit stark begrenzt, nur wenige Jahre, um die Gene weiterzugeben und einen starken Nachfolger zu zeugen. Und an einem milden Morgen begegnete Zuri in den noch taubedeckten Grasebenen Rael, einem erwachsenen Männchen, das lautlos wie aus dem Nebel auftauchte. Rael war nicht wie andere wandernde Männchen. Er war nicht laut, nicht provokant, sondern wirkte ruhig und gebieterisch. In den nächsten Tagen folgte er Zuri dicht auf den Fersen, ohne sie zu drängen, ohne zu konkurrieren, einfach nur als Begleiter da zu sein. Zuri war zunächst ausweichend, doch allmählich weckten Raels leises Knurren und seine sanften Berührungen aus der Ferne ihre Instinkte. Sie paarten sich. In der weiten Steppe war Liebe keine Frage der Romantik, sondern der Biologie, wenn zwei Individuen sich am weiten Himmel fanden und gemeinsam neues Leben erschufen. Ein paar Tage später stand Zuri auf einem Hügel und überblickte das Gras, in dem ihre beiden Jungen spielten. Sie waren älter geworden, hatten gelernt, einfachen Gefahren aus dem Weg zu gehen, hatten gelernt, auf Bäume zu klettern. Hatten gelernt, sich bei seltsamen Geräuschen zu verstecken, aber sie waren noch nicht erwachsen, sie brauchten ihre Mutter noch immer. Und dann siegte der Instinkt. Schweigend wandte sich Zuri ab und ging auf Rael zu, der am Waldrand wartete. Sie blickte nicht zurück. In freier Wildbahn verließen Leopardenweibchen ihre Jungen oft, wenn die Paarungszeit begann. Es gab keine Tränen, keinen Abschied, nur die Gesetze der Evolution, die stets den Stärksten zum Überleben drängten. Die beiden Jungen sahen zu, wie die Gestalt ihrer Mutter im Nebel schrumpfte. Nach einer Weile legten sie sich nebeneinander unter einen vertrauten Baum. Niemand konnte behaupten, zu verstehen, was gerade geschehen war. Doch in ihrer Einsamkeit hatte ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Einer, in dem sie sich aufeinander verlassen mussten, um zu überleben, wie es Generationen von Leoparden zuvor getan hatten. Zuri war gegangen, wie es tausende Leopardenweibchen immer getan hatten, und die nächste Generation würde geboren werden und den Kreislauf von Leben, Jagen, Überleben fortsetzen. Doch am Horizont, als die Sonne den Rand des Mopane-Waldes berührte, hallte ein leises Geräusch wie der Schlag einer Kriegstrommel wider. Kein Brüllen. Es ist auch nicht das Brüllen eines Raubtiers. Es ist das schwere Stampfen ferner Schritte. Ein Geräusch, das die Erde erschüttert. Eine Herde Riesenbüffel,
marschiert in Richtung der südlichen Ebenen, wo das Gras nach der Dürre wieder wächst. Sie sind nicht so leise wie Leoparden, nicht so majestätisch wie Löwen, nicht so majestätisch wie Elefanten. Doch jeder Schritt ist die Resonanz hunderter Individuen, eine vereinte Formation, bereit sich jedem Feind zu stellen. Die nächste Folge der Big Five-Serie bringt uns dem Kaffernbüffel näher. Dem afrikanischen Büffel, einem Geschöpf der Widersprüche, sanft aber wild, langsam aber tödlich, ein Symbol für Solidarität, Einheit und Treue bis zum letzten Atemzug.